Am 11. Oktober 2019 um 8 Uhr erreichen wir mit der Costa Mediterranea Aqaba in Jordanien. Gegen 9 Uhr geht es mit dem Bus durch die Wüste Richtung Petra. Die Tour ist ca. 130 Kilometer lang und dauert rund 2 Stunden. Unterwegs legen wir Stopps ein und lassen die faszinierende Weite der Wüste auf uns wirken. Mehr dem wirtschaftlichen Wohlergehen des Gastlandes dient der Halt an einem großen Souvenirladen mit reichhaltigem Angebot. Gegen Mittag erreichen wir Petra. Das antike Volk der Nabatäer baute die Stadt im Laufe von Jahrhunderten. Viele der Tempel, Wohnhäuser und Gräber sind direkt in die Felsen der umliegenden Berge hineingeschlagen. Fast jeden Tag kommen über 1000 Besucher, um diese Felsenstadt zu sehen, die seit 1985 UNESCO-Welterbe ist. Auch im Oktober erreichen die Temperaturen in Petra Spitzenwerte von bis zu 35 Grad Celsius. Da es in den ersten 20 Minuten der Wanderung keinen Schatten gibt, sollte man für einen guten Sonnenschutz sorgen. Wir sind froh, als wir die 70 Meter tiefe Felsschlucht als Sik, was auf Deutsch Schacht bedeutet, erreichen. Sie ist ca. 1,5 Kilometer lang und an der engsten Stelle nur 2 Meter breit. Von hinten kommen sie auch, von allen Seiten. Am Rande kann man noch Überreste vom Wasserversorgungssystem für Petra erkennen. An der Einmündung des Sik in den Talkessel steht das berühmteste Bauwerk Petras. Es ist 45 Meter hoch und 25 Meter breit. Das im hellenistischen Stil erbaute Kasne al-Fiaroun, das Schatzhaus des Pharao, wie es von den Beduinen genannt wurde, war in Wirklichkeit das prächtigste aller Felsgräber. Pflegen zwischen ihnen und den anderen Kulturen. Und sie waren also dortige Handelsleute, sie waren auch
Entstanden ist das Monument in der Zeit um Christi Geburt, also lange nach den Pharaonen, und wurde wohl für einen König der Nabatäer in den Fels geschlagen. Für Lorenz von Arabien war Petra der herrlichste Ort der Welt. Jede Beschreibung sei sinnlos, da sie der Wirklichkeit nicht gerecht werden könne. Eine gute Wasserversorgung und die sichere Lage machten Petra zu einer bevorzugten Station für Karawanen aus dem Süden Arabiens, die überwiegend mit Luxusgütern für Abnehmer aus dem gesamten Mittelmeerraum beladen waren. Zwischenhandel und Zölle warfen für die Nabatäer hohe Gewinne ab. Von dort fing das alte römische Abteilung, also Teile von der Stadt, die also zu den Griechen. Nachdem sich im 3. Jahrhundert auch durch den Einfluss Roms die Karawanenwege geändert hatten, verlor Petra immer mehr an Bedeutung. Nach der Eroberung durch die Muslime im Jahr 663 verließen die letzten Einwohner die Stadt. Der architektische Religion Villa und noch zwei in Gadara Norden. Also mehrere Theateranlagen, überall wo die Griechen kamen, haben sie also Theateranlagen auch gebaut, und das ist ja so eine nabatäische Theateranlage laut den Griechen Architektur. Die Steine auf die linke und auf die rechte Seite sind original gegeben, das ist ja so restauriert, und sie haben ein Gitter dort aufgebaut, das die Leute also nicht. Kreuzritter im 12. Jahrhundert waren die letzten Europäer, die Petra gesehen hatten. Die Stadt geriet in Vergessenheit und wurde erst 1812 von dem Schweizer Arabienreisenden Johann Ludwig Burckhardt neu entdeckt. Am Ende der Wanderung erreicht man außerhalb der eigentlichen Felsenstadt Petra den Tempel Ad-Deir. Der Name, der auf Deutsch Kloster bedeutet, rührt von der Besiedlung des Gebäudes durch Mönche im Mittelalter her. Nach einem langen, ereignisreichen und intensiv erlebten Tag laufen wir um 19 Uhr wieder aus. Petra wird uns noch lange in guter Erinnerung bleiben.